Servus und grüß euch. Manchmal da flockt man so am Kanapee und da hat man die besten Ideen. Und so ist es mir gegangen. Ich bin hier am Kanapee gehockt und hatte die Idee zu dieser Serie. In der Serie Deine Werkstatt soll es nämlich um dich und deine Werkstatt gehen und vor allem für alle, die kein YouTube, kein Social Media betreiben, aber trotzdem super geniale Werkstätten haben. Der genaue Hintergrund ist folgender, dass ich mich unheimlich gerne interessiere für Sachen, die andere getan haben oder wie andere Probleme angegangen sind, die uns alle betreffen. Und zwar kleine Werkstatt, große Werkstatt, Stauraum, Ordnung, Organisation, alles drum und dran. Und das nicht nur in einer Holzwerkstatt. Bedeutet für dich da draußen, wenn du eine Werkstatt hast, die du gerne mal zeigen möchtest, dann ist das dein Format, deine Werkstatt. Denn da werde ich zu anderen Leuten hinfahren mit der Kamera und werde ein eigenes Video produzieren. Bei diesem Video werden wir dann durch deine Werkstatt rumgehen, du wirst uns die Highlights zeigen, du wirst uns zeigen, was nicht gut läuft, was du anderen Leuten mitgeben möchtest mit deiner Werkstatt, das mache ich. Und ich habe nicht vor, dich zum YouTube-Star zu machen, sondern deine Werkstatt. Denn ich finde es nicht spannender, als zu sehen, wie eben andere solche Sachen gelöst haben. Und ich war jetzt schon in verschiedensten Werkstätten und war immer begeistert und habe immer wieder was Neues entdeckt. Was anderes entdeckt stimmt so gar nicht, sondern ich habe eher entdeckt, wie andere Personen an Sachen herangehen. Denn meistens waren das gar keine Creator, sondern normale Privatleute, so vielleicht wie du da draußen jetzt auch, der dieses Video guckt. Und darum geht's. Ihr seid nicht präsent. Und ich möchte das auch gar nicht, dass ihr unbedingt präsent seid, aber ihr habt wunderbare Werkstätten. Also wenn ihr Lust habt, dass ich bei euch vorbeikomme und euch zeige oder auch eure Werkstatt besser gesagt zeige und darauf eingehe, dann schreibt mir an die unten eingeblendete Adresse oder schaut in die Videobeschreibung rein und schickt mir 1, 2 Fotos mit und auch natürlich, wo ihr wohnt und was eure Werkstatt so besonders macht. Und es ist vollkommen egal, ob das eine Radwerkstatt ist, eine Holzwerkstatt oder eine Nähwerkstatt. Mir geht es darum, zu inspirieren. Ich möchte anderen da draußen vorm Fernseher zeigen, was ist möglich und wie viel Kreativität steckt aktuell in Deutschland. Denn ich möchte natürlich Deutschland weit rumfahren. Vielleicht geht diese Serie auch mal irgendwann über unser Bundesland hinaus, aber aktuell beschränken wir uns auf Deutschland. Schreibt mir, wenn ihr eure Werkstatt eben zu sehen haben wollt und ich bei euch vorbeikommen kann. Ihr fragt euch jetzt nur noch, wie läuft das Ganze ab? Also, wie schon erwähnt, ich komme zu euch und wir drehen gemeinsam das Video. Das hat einen bestimmten Ablauf, weil ich eben schon Videos in dem Sinn vorproduziert habe und ihr werdet dann in den nächsten Wochen sehen, wie die Serie aussieht. Ihr möchtet mir nachsehen, das erste Video ist ein Mix, weil ich jetzt hier eben erkläre, wie die Serie funktioniert und das Video eben nicht so ist wie die anderen Videos. Aber es ist immer so ein bisschen Frage-Antwort-Spiel und dabei gehen wir durch die Werkstatt. Also es ist wirklich ein reines Video und nicht nur irgendwelche Fotos anschauen, sondern ich muss vor Ort sein und mit euch zusammen durch die Werkstatt gehen. Das ist ganz wichtig. Ich möchte nicht, dass ihr mir irgendwelche Bilder schickt oder Videos und ich die dann bewerte, sondern ich muss vor Ort sein und dann auch mein Video, diesen Film für euch wirklich produzieren können. Ansonsten macht das keinen Sinn. Damit ihr aber mal einen Vorgeschmack kriegt, wie sowas abläuft, habe ich so eine kleine abgeschwächte Version von Deine Werkstatt. Und zwar war ich bei der Messermanufaktur, ich muss sagen, Wildenbergen, beim lieben Josef. Oh, da haben wir Messer geschmiedet. Aber das fernab von der Serie, sondern wir haben mit meinem besten Spätzl, habe ich mir eingebildet, zum 10-Jährigen, schmieden wir uns ein Damastmesser. Und da haben wir dieses schöne Messer geschmiedet. Und dabei habe ich den Josef gefragt, hey Josef, wie schaut's denn aus? Kann ich bei dir ein bisschen Videos machen, um den Einstieg in diese Serie zu machen? Und du hast ja wirklich eine tolle Werkstatt. Und er hat, was soll er sagen? Natürlich hat er ja gesagt. Also das heißt, wenn ihr einen Messerschmiedkurs wollt, kann ich so ein bisschen Werbung also für ihn auch machen, weil es ist ein herzensguter Mensch und wir hatten so viel Spaß. Es war super heiß, es war super anstrengend, aber es war auch wunderschön. Und ich würde es nicht mehr missen wollen und ich kann es jedem empfehlen, der noch nie geschmiedet hat. Schaut euch so einen Schmiedekurs an, es ist total genial und es macht riesen Spaß und das Ergebnis lässt sich sehen und ist messerscharf. Mehr möchte ich jetzt dazu gar nicht mehr sagen, sondern genießt den Film, genießt die erste Folge, Deine Werkstatt. Die nächsten werden folgen und zwar immer am letzten Sonntag im Monat. Mehr gibt's nicht mehr zu sagen. Ich sag Film ab.
Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon.